Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid auf unserem Kanal Good Morning Thailand. Ihr habt unser letztes Video zur Thailand Digital Arrival Card gesehen und hattet noch super viele Fragen. Das zeigt, wie wichtig und manchmal auch verwirrend dieses Formular sein kann. Genau deshalb sind wir heute wieder hier. Wir tauchen noch tiefer ein und klären die häufigsten Probleme, damit eure Einreise nach Thailand wirklich stressfrei wird. Das Video ist aufgeteilt in zwei Abschnitten. Im ersten Abschnitt gehen wir Schritt für Schritt das Formular durch und bieten euch eine Ausfüllhilfe an. Im zweiten Abschnitt behandeln wir eure Fragen und geben die dazugehörigen Antworten. Viel Spaß bei unserem Video. Die Thailand Digital Arrival Card, TDAC, ist ein Online-Formular, das die traditionelle Ankunftskarte in Papierform ersetzen und den Einreiseprozess für Reisende nach Thailand erleichtern soll. Unabhängig von der Art der Beförderung auf dem Land-, Luft- oder Seeweg. Alle nicht thailändischen Staatsangehörigen, die in das Königreich Thailand einreisen, müssen vor der Einreise die Thailand Digital Arrival Card online ausfüllen. Ausländer müssen die Informationen ihrer Ankunftskarte ab 3 Tage vor ihrem Ankunftsdatum in Thailand einreichen. Hier geht's los mit euren persönlichen Daten. Tragt alles genauso ein, wie es in eurem Reisepass steht. Das ist super wichtig, um Probleme zu vermeiden. Da muss ich jetzt nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen. Es sind Familienname, Vorname, Nationalität, die Passportnummer, Geburtsdatum. Bei Beruf, Occupation, gebt ihr euren Beruf ein. Wir hatten auch schon eine Nachfrage, was gebe ich denn da ein, wenn ich keinen Beruf habe? Darf ich dann überhaupt nach Thailand einreisen? Wenn ihr keinen Beruf habt, gebt ihr dort ein Unemployment oder Jobless oder Without Work. Das ist kein Hinderungsgrund für eine Einreise. Bei Wohnsitz, Country, Territory of Residence, gebt ihr euren Wohnsitz ein, euer Heimatland. Dort hatten wir bereits Nachfragen, was denn ist, wenn einer keinen festen Wohnsitz mehr hat in Deutschland, sondern in Thailand lebt. Dann kann man dort auch Thailand eingeben. Nun kommen die Reiseinformationen. Ihr tragt das Ankunftsdatum ein, danach das Land, wo ihr gebordet habt. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel von Düsseldorf nach Bangkok fliegt und ihr steigt in Dubai um, dann gebt ihr dort Dubai ein, beziehungsweise Vereinigte Arabische Emirate. Purpose of Travel ist der Reisezweck. Wähle den Grund deiner Reise, zum Beispiel Tourist, Business. Mode of Travel ist die Reiseart, wie man nach Thailand einreist, mit dem Flugzeug, auf dem Landweg oder auf dem Seeweg. Dann kommt die Flugnummer, sofern man denn mit dem Flugzeug fliegt. Departure Details, das sind die Abreisedetails, gibt das geplante Abreisedatum und die Art der Abreise an, falls schon bekannt. Dies ist optional. Nun kommt die Adresse eurer ersten Unterkunft in Thailand. Wenn ihr also Backpacker seid und von Stadt zu Stadt reist in Thailand, dann müsst ihr die erste Adresse, wo ihr unterkommt, angeben. Type of Accommodation, Art der Unterkunft, zum Beispiel Hotel, Hostel oder Private Residence. Address, gib die vollständige Adresse deiner ersten Unterkunft ein. Provinz, District, Subdistrict, Postal Code. Diese Felder füllen sich oft automatisch, wenn du die Adresse eingibst. Der letzte Abschnitt ist die Gesundheitserklärung. List all countries you visited within the 2 weeks before your arrival in Thailand. Das heißt, du musst hier eingeben, die Länder, die du in den letzten 2 Wochen besucht hast. Solltet ihr mit mehreren Personen reisen, könnt ihr unten das Feld Add Other
Travelers anklicken und weitere Reisende eingeben. Wenn ihr alles eingegeben habt, klickt ihr unten auf das Wort Preview und gelangt dann auf die Vorschau-Seite, wo ihr nochmal alles überprüfen könnt. Wenn alles korrekt ist, gebt ihr eure E-Mail-Adresse ein und bestätigt, dass ihr die Bedingungen gelesen habt und damit einverstanden seid. Und dann könnt ihr diesen Antrag verschicken und solltet bald eine Antwort erhalten. Ich habe den QR-Code nicht per E-Mail erhalten. Bitte wenden Sie sich an den Einwanderungsbeamten am Einreisekontrollpunkt. Müssen Flüge, die technische Landungen oder Transitflüge sind, beim TIDAG angemeldet werden? Nein, die Einreichung des TIDAGs ist dann nicht erforderlich. Wie viele Reisende können für eine TIDAG-Familieneinreichung auf einmal eingereicht werden? Es können maximal 10 Reisende pro Einreichung eingereicht werden. Wie viele Flughäfen bzw. welche haben Kiosk-Installationspunkte? Suvarnabhumi Airport in Bangkok, Don Muang Airport, Phuket Airport, Chiang Mai Airport, Hat Yai Airport. Nachdem ich den TIDAG eingereicht hatte, erhielt ich folgende Fehlermeldung. HTTP, Failure und so weiter und so weiter. Was soll ich tun? Bitte aktualisieren Sie die Seite und versuchen Sie es erneut. Wichtig dabei, verliert nicht die Nerven, denn sowas passiert öfter mal. Wo kann ich den TIDAG beantragen? Um die digitale Ankunftskarte einzureichen, können Ausländer die Webseite der Einwanderungsbehörde aufrufen. Siehe Website, wie angegeben. Wie lange ist mein TIDAG gültig? Ihr TIDAG ist ab dem Zeitpunkt, an dem Sie es einreichen, bis zu Ihrer Ankunft in Thailand gültig. Sie können das Formular 72 Stunden vor Ihrer Einreise einreichen. Kann ich denselben TIDAG für mehrere Einreisen verwenden? Nein. Diese digitale Ankunftskarte für Thailand ist nur zur einmaligen Verwendung für Reisen am angegebenen voraussichtlichen Ankunftsdatum gültig. Sie müssen also jedes Mal, wenn Sie nach Thailand einreisen, eine neue TIDAG vorlegen. Benötigen Kinder auch TIDAG? Ja, alle Reisenden, einschließlich Säuglinge und Kinder, müssen ein TIDAG haben. Ich bin auf der Durchreise durch Thailand. Transit. Brauche ich TIDAG? Wenn Sie nicht durch die Einwanderungsbehörde gehen, ist ein TIDAG nicht erforderlich. Wenn Sie den Flughafen verlassen, ist ein TIDAG erforderlich. Was mache ich, wenn ich kein Smartphone oder keinen Internetzugang habe? Bei der Ankunft in Thailand werden Kioske und Internet-Wi-Fi zur Verfügung stehen. Sind meine Daten sicher? Ja. TIDAG entspricht dem thailändischen Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten und ist nur den zuständigen Einwanderungs- und Grenzschutzbehörden zugänglich. Werde ich vor meinem Flug eine Erinnerung erhalten? Nein, der TIDAG verschickt keine Erinnerung. Wo kann ich Hilfe beim TIDAG erhalten? Auf der angegebenen TIDAG-Webseite, per E-Mail, siehe E-Mail-Adresse, oder bei Ankunft wenden Sie sich an das Flughafen- oder Einwanderungspersonal. Muss ich etwas ausdrucken? Nein, Sie müssen es nicht ausdrucken. Laden Sie das Dokument einfach mit dem QR-Code nach der Einreichung oder aus Ihrer E-Mail herunter, um es auf Ihrem Telefon oder einem beliebigen Gerät anzuzeigen.
Wenn Sie aber kein Gerät dabei haben, sollten Sie für den Fall der Fälle eine Kopie ausdrucken. Was ist, wenn ich keine E-Mail-Adresse für die Einreichung des TIDAC habe? Es wird empfohlen, eine E-Mail-Adresse einzurichten, da dies die Quelldaten für den Empfang von TIDAC-Informationen sind. Was ist, wenn ich bei der Einreichung einen Fehler mache? Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können mit der Funktion Ankunftskarte aktualisieren alle falschen Angaben außer Ihrem vollständigen Namen, Ihrer Passnummer, Ihrer Nationalität und Ihrem Geburtsdatum aktualisieren. Zweitens, wenn die Informationen, die Sie ändern möchten, nicht aktualisiert werden können, empfehlen wir Ihnen, ein neues Formular mit den richtigen Angaben einzureichen. Es wird die letzte gültige Einreichung verwendet. Was ist, wenn sich mein Flug oder mein Hotel ändert? Wenn etwas korrigiert werden muss, können Sie das Formular vor Ihrer Einreise nach Thailand aktualisieren oder ein neues einreichen. Alle Angaben müssen in Englisch gemacht werden. Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben jedes Mal, wenn Sie Daten aus dem MRZ abrufen. Bitte beachten Sie, dass die Thailand Digital Arrival Card kein Visum ist. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Informationen nicht aktualisiert werden können: der vollständige Name im Reisepass, Nationalität, Geburtsdatum. Ein ganz wichtiger Hinweis und eine dringende Warnung: Die TIDAC ist absolut kostenlos. Lasst euch nicht von betrügerischen Webseiten abzocken, die dafür Geld verlangen. Wenn ihr noch Fragen habt oder bereits Erfahrungen mit TIDAC gesammelt habt, egal ob positiv oder negativ, schreibt das alles in die Kommentare. Ich versuche, so gut es geht, zu helfen. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren für mehr Reisetipps. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer Good Morning Thailand. Alle Angaben bezüglich der Informationen in diesem Video sind ohne Gewähr und wurden von der offiziellen Homepage von TIDAC für euch ermittelt und zusammengestellt. Stand 6. Juli 2025.